Scooter sind bei uns zu Gast und HP hat jetzt neben mir Platz genommen, um eure Fragen aus dem Chat zu beantworten. Genau. Der Kerstins-Fan wollte wissen, wann beginnt eure Tour? Also jetzt in Deutschland beginnt die Tour im Januar, weil wir jetzt vorher noch ein paar Auslandtermine haben und sehr viel Promotion auch mit dem Album, vielleicht noch ein paar Festivals. Aber im Januar gibt es dann wieder eine richtige Tour, die den gleichnamigen Albumtitel trägt, also Back to the Heavyweight Jam 2000. Ja, freuen wir uns schon drauf. Ja, gibt es schon irgendwelche Orte, wo du weißt, wo ihr definitiv auftreten werdet? Also die Planung beginnt erst jetzt, also das kann man noch nicht sagen, aber auf jeden Fall so die Großstädte und dann mal sehen, was noch so dazu kommt. Ich nehme mal an, so 15 bis 20 Städte werden es schon. Ja, werden aber auf jeden Fall auf eurer Website dann auch veröffentlicht. Ja, auf jeden Fall. Okay. Der Boomer wollte wissen, hört ihr auch Hip-Hop, zum Beispiel DMX? Also DMX sagt mir jetzt gerade nichts, also wir hören gelegentlich eigentlich alles, nicht, da gibt es keine Grenzen oder dass wir jetzt sagen, so, wir hören nur Techno. Es gibt immer mal Titel, die findet man ganz gut. Also ich finde zum Beispiel dieses neue von Puff Daddy mega, auch mit den Videos echt cool. Aber im Großen und Ganzen ist es schon hauptsächlich so Trance-Techno, was ich so für mein Herz schlägt. Gibt es da noch irgendeinen Favoriten neben deiner eigenen Musik jetzt? Ja, auf jeden Fall, aber das wechselt auch täglich. Ich höre sehr viel so gemixte Tapes oder selbstgebrannte CDs. Und oder also einen Lieblingstrack gibt es im Moment von DJ Tomcraft, Ezekiel. Weiß ich, kennen vielleicht einige. Finde ich sehr gut. Naja, und alles Mögliche. Also Axel ist ja auch DJ, der legt in Hamburg auf und der schneidet mir dann auch immer so einen Mix zusammen. Also immer was anderes jeden Ja. Tag irgendwie. Der Babyface wollte wissen, ist bei eurem Clip irgendwas Besonderes passiert? Irgendwas Peinliches oder irgendwas Aufregendes? Jetzt außer deinem Sturz da in diesen Graben rein? Ja, also bei Rick war es zum Beispiel so, der hat ja keinen Führerschein und kennt sich nicht so mit Autos aus. Und dann ist er losgeheizt im ersten Gang. Und der Besitzer dieses Buggys, der hat dann nur die Hände über dem Kopf zusammengeschaut und sagte, oh, he's blowing the engine, weil Rick nicht geschaltet hat. Der ist also im ersten Gang Vollgas immer geradeaus und das hörte sich nur, man dachte, der fliegt gleich auseinander, der Wagen. Aber es hat dann doch noch funktioniert. Naja, und Axel hat sich halt komplett überschlagen. Der ist irgendwie, da war die Kamera installiert vorne auf dem Buggy und er fuhr los. Und ist dann so ein Hügel rauf und da hat sich alles nur noch überschlagen und wir dachten schon, die Kamera ist im Eimer. Aber auch das hat sie überlebt. Na, wie viele blaue Flecken gab es da hinterher? War eigentlich einer von euch richtig ramponiert? Nee, oder das ging. Entzündete Augen von dem ganzen Sand? Ja, vom Sand, das stimmt. Also abends hatte man wirklich solche Augen. Aber ansonsten ging es, weil man war richtig fest angeschnallt in diesen Schalen sitzen und überall diese Gitterrahmen. Da kann eigentlich nichts passieren. Na, okay. Es kam noch eine Frage von How Much is the Fish, hat er sich genannt. Und er wollte fragen, wie man auf so einen eigenartigen Titel kommen kann für einen Song. Ja gut, werden wir natürlich oft gefragt, aber das ergibt sich oft in irgendwelchen Partysituationen so, wenn wir eine Show hatten und hinterher noch ein bisschen feiern, dann denkt man schon mal drüber nach, was machen wir als nächstes und solche verrückten Titel fallen einem auch meistens dann ein. Und es muss auch nicht immer jetzt so ein mega Sinn ergeben, manchmal ist es einfach nur so der Witz, der dahinter steckt. Ja, ist dann irgendwie so ein Running Gag gewesen auf einer Party und dann nennt man einfach einen Song. Genau. Ja. Okay, vielen Dank soweit. Ihr Gerne. seid noch eine Weile bei uns im Studio. Wenn ihr weitere Fragen habt an Scooter, werdet ihr los im roten Stars-Chat unter giga.de.